Hallo meine Einhörnchen, heute machen wir die Junimos aus Stardew Valley. Diese kleinen, süßen, runden Viecher, die im Gemeindezentrum rumhängen und denen du dann Dinge hinwirfst und die sind so, yay, wir tragen das in unsere Hütte. Und ich bin noch nicht so weit, also bitte nicht in den Kommentaren spoilern, weil mir fehlen noch die blöden Flussfische. Naja, was soll man machen? Aber, ja, ich will trotzdem die schon basteln, weil ich war schon so, ich will einen als Merchandise kaufen. Aber ich dachte, hey, lass das doch zusammen als DIY machen. Dafür brauchen wir Vlies für die Wänkchen. Dann, ja, die gibt es ja in 3 Trillionen Farben. Ich habe jetzt hier Orangen genommen, weil ich noch orangen Flauschstoff über hatte. Außerdem brauchen die Ärmchen. Dafür haben wir hier, ich habe einfach schwarze Wolle zusammengeflochten. Ihr könnt auch schwarzes, ja, Filz nehmen oder Vlies, völlig egal. Außerdem 2 Augen. Ich habe jetzt hier so Knöpfe genommen. Wenn es für kleine Kinder sein soll, dann schneidet ihr einfach auch das aus Vlies aus. Und außerdem so ein Schnittteil, denn wir nähen einen Ball. Das müsst ihr nicht selber machen. Ihr könnt einfach bei Google eingeben, Schnittmuster, Ball. Und das erste ist es, was kommt. Das druckt ihr einfach aus. Ich habe meins hier noch ein bisschen kleiner gemacht. Ja, kommt drauf an, wie groß ihr den machen wollt. Also der wird jetzt ungefähr so, passend zu den Augen. Und wer will, kann noch ein Blatt oben ran machen. Und dann würde ich sagen, schneiden wir jetzt erstmal 6-mal das hier aus. Wenn der Ball fetter werden soll, müsst ihr halt mehr Teile ausschneiden. Der orange Stoff reflektiert auch nur ganz dezent. Mann! Das Licht auf dein Gesicht, meine ich. Ja, ja! Ich bin nicht in echt so gelb, okay? Es ist nur der Stoff, der spiegelt und reflektiert. Nicht spiegelt, aber reflektiert. Für alle, die Stardew Valley nicht gespielt haben, das ist so ein bisschen wie Harvest Moon. Jetzt sagen alle, Harvest Moon habe ich auch nicht gespielt. Das ist so ein, ja, vom Look her so ein Pixelspiel und man baut quasi seine Farm auf. Und hört sich ein bisschen langweilig an, aber mich gucken diese Spiele einfach so krass. Und ich habe das für die Switch runtergeladen und war so, ja, auch mal wieder so ein Aufbauspiel. Und dann war ich einfach lost. Das Geile ist, man kann die Switch ja mitnehmen und ich war echt so bei jeder 10-minütigen U-Bahn-Fahrt, ich muss jetzt hier meine Farm machen und Blumen gießen. Und was ganz cool ist bei Stardew Valley, dass man halt auch kämpfen kann und in so Dungeons und ja, es gibt super viel zu tun, was mega nice ist, weil dann wird es nicht so schnell langweilig. Weil bei diesen Spielen habe ich immer so, ich bin dann 2 Monate, will ich jeden Tag 24 Stunden spielen, was natürlich nicht geht, aber ich wünschte, es würde gehen. Und dann packe ich es irgendwie für ein halbes Jahr weg. Bisschen wie mit Sims, da hat man auch so krasse Hochphasen, wo man so richtig suchtig ist. Und dann wieder nicht. Also vielleicht kennt ihr das. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, womit es euch so geht. Damit ich nach dem Kawaii Festival mich einfach 4 Wochen lang einschließen kann und Spiele suchten. Hier brauchen wir jetzt 2 Ärmchen, 2 kürzere Beinchen und den Stängel für den Kopf. Ich würde aber erstmal sagen, wir nähen diese 3 zusammen. Und dann müssen wir einfassen. Und dann können wir auch ungefähr die Länge abschätzen und wie groß das Vieh überhaupt wird. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und das Blatt oben hat immer die Farbe vom Kopf. Also schneiden wir jetzt noch schnell dieses Schnittteil in klein aus. 2-mal. Und das kleben wir dann einfach gleich mit Heißklebe zusammen. Wir fangen jetzt einfach an, rechts auf rechts mal 3 Teile aneinander zu nähen. Wir fangen einfach hier oben an und nähen hier runter. Das hier oben ist ein bisschen gefrickelt, aber zur Not näht ihr das am Ende mit der Hand zu. Ja, jetzt haben wir hier schon so ein Bällchen. Und jetzt, schauen wir mal. Schneiden wir die Ärmchen ab. Jo, das geht schon. Jetzt überlegen wir, auf welcher Höhe wollen wir das Ärmchen haben. Das ist relativ mittig. Und das würde ich schon mal kurz festnähen, damit es dann nicht mehr verrutschen kann. Jetzt nähen wir rechts und links, zack, das ran. Jetzt denken alle, die Ärmchen sind ein bisschen armselig, aber die sehen halt im Spiel auch so aus. I'm sorry. Armselig. Armselig. Wir haben jetzt schon Ärmchen, aber wir brauchen auch noch Beinchen. Deswegen haben wir das Mittelding als letztes gemacht. Und die kommen einfach so hier unten, ich würde sagen, so ein, ja, das erste Viertel von unten. Und die sind relativ kurz. Also guckt einfach aufs Bild, schneidet die ungefähr so ab. Wir haben jetzt hier die letzte Naht und da dürfen wir nicht vergessen, den Stängel für oben mit einzufassen. Falls ihr doch noch rausguckt, dann
nehmen wir den einfach mit der Hand fest. Und natürlich, ne, wenn man nicht so verpeilt ist wie ich, lässt man hinten ein kleines Loch offen, um ihn umzudrehen. Deswegen sollte man die Videos immer erst zu Ende gucken und dann nachbasteln. So, wir verstürzen. So, okay, er ist noch ein bisschen zäh, deswegen müssen wir irgendwas reinstopfen. Zauberwatte, Wattepads, alte Socken, keine Ahnung, Reste von euren Feinden. Also, er muss auf jeden Fall schön prall werden. Jetzt sieht er ein bisschen aus wie eine Orange. Macht aber nichts. Jetzt hat er ja hier aber noch sein Löchlein. Das nehmen wir mal schnell mit der Hand zu. Wir kürzen hier jetzt mal seinen Blattstängel und kleben den einfach zusammen. Ein Blatt rechts, ein Blatt links. Und außerdem braucht er noch 2 rosa Wänkchen. Die schneiden wir auch noch schnell aus. Wir können jetzt noch die Augen annähen. Hört sich immer ein bisschen brutal an, ist aber gar nicht so schlimm. Jedenfalls nicht für mich. Am Anfang konnte man ja so 4 Farben auswählen. Welche habt ihr gewählt? Ich habe die mit den Monstern genommen, weil ich dachte, okay, mit den paar Monstern werde ich abends schon fertig. Jetzt nerven die ziemlich, aber jemand Schlaues hat mir gesagt, es gibt einen Weg, das zu unterbinden. Das werde ich in nächster Zeit mal ausprobieren. Und dann ist die Farm eigentlich ziemlich nice. Mit meinen Hühnern und Schweinen und so. Und es riecht nicht wirklich nach Dorf. Das gefällt mir besonders gut. So, Augen annähen. Die sind relativ weit auseinander. Und ihr müsst immer dran bedenken, wenn die sitzen, nicht zu tief annähen. So, als letztes Wänkchen aufkleben. Ihr könnt natürlich auch Heißklebe nehmen, ihr könnt sie auch aufnähen, ganz wie ihr wollt. Fertig! Tada! Super, super süß. Das steht leider nicht, da müsst ihr dann ein bisschen Draht reinmachen, wenn ihr wollt, dass es so absteht. Dann könnt ihr es auch in alle Richtungen biegen. Gilt natürlich für alle anderen Gliedmaßen auch, aber ansonsten finde ich, ist der mega cute geworden und super flauschig. Also ja, wenn ihr euch eine ganze Armee machen wollt, dann könnt ihr das ab jetzt und dann müsst ihr ihm nur noch Sachen opfern, die er von euch verlangt. 500 Flussfische, 25 Gold und 300 Jungfrauen. Aber das schafft ihr schon. Wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Und vergesst nicht zu abonnieren, denn jedes Einhorn bekommt seinen eigenen Junimo dadurch. Tschüss!